Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Diesel TV. Im Hintergrund seht ihr die Papierfabrik Papierfabrik Palm ist am Qualmen. Aber es soll gar nicht um die Papierfabrik gehen, denn heute geht es mal wieder um das Thema Mercedes Actros. Ich habe nämlich die Möglichkeit bekommen, nochmal ein kleines Vergleichsvideo zu erstellen zwischen zwei Getriebevarianten, und das möchte ich heute machen. Welche Fahrzeuge gibt es denn dafür zur Auswahl? Ihr seht jetzt hier erstmal einen Aufleger und vorne dran ein schwarz-gelber Actros. Der hat auch einen Namen. Er hat sogar einen lackierten Rahmen in Gelb. Auf jeden Fall hat der Actros hier einen Namen. Er erinnert ja auch so ein bisschen an eine Biene, denn das ist auch Maya hier. Mit Biene drin und Namensschild Maya. Maya hat das G281 Getriebe drin. Das ist so die bewährte Variante. Ein bisschen kenne ich das Getriebe aus dem 1863. Der 1863 hat aber noch mal ein bisschen eine andere Variante, weil er ja 15,6 Liter Motor ist. Aber so von den Schaltzeiten und sowas ist es ja vergleichbar zu dem G281. Und da war ich ja schon überrascht, wie gut es funktioniert. Gerade am Kreisverkehr, die Schaltzeiten, die Schaltlogik und sowas ist ja schon eine deutliche Verbesserung gewesen. Aber bei Mercedes hat man noch mal Gas gegeben und das G291 rausgebracht, was in diesem Actros verbaut ist. Das G291 hat nochmal eine bessere oder optimierte Vorgelegenwellenbremse. Der kann schalten mit geschlossener Kupplung, was halt deutlich bessere Schaltzeiten ermöglicht. Das resultiert natürlich auch in der besseren Beschleunigung von 0 auf 80 und von 40 auf 80. Das werdet ihr aber natürlich alles im Video sehen. Ich meine, beide Fahrzeuge sind, wie gesagt, bis auf die Getriebe identisch, jeweils 1848, 1848. Okay, hier kann man noch sagen, es ist jetzt ein Mautklasse 3 Fahrzeug oder wäre ein Mautklasse 3 Fahrzeug. Wir haben hier die kleineren Räder vorne drauf, die ganze Vollverspoilung und sowas. Mautklasse 3 spart ja noch mal ein paar Euros im Jahr ein. Wenn man jetzt halt die breiten Felgen hat, dann kriegt man keine Mautklasse 3. Das mal nur noch so am Rande, aber das tut ja jetzt zum Getriebe keine, oder zur Fahrzeugtechnik und sowas macht es ja keinen Unterschied. Auf jeden Fall hat das G291 noch eine größere Getriebespreizung, und durch die größere Getriebespreizung kann man eben auch besser rangieren. Aber nicht nur die Getriebespreizung ist größer, sondern auch die Achsübersetzung bzw. die Hinterachsübersetzung ist bei dem hier etwas länger. Das heißt, er hat ungefähr 60 Umdrehungen weniger bei Reisetempo auf der Autobahn, was natürlich in einem geringeren Spritverbrauch resultiert und weniger Geräusche im Innenraum. Ich werde erstmal mit Biene Maya fahren, damit ich so ein bisschen wieder ins bewährte Thema reinkomme und natürlich auch, dass der Umstieg dann in das G291 mehr auffällt. Auf jeden Fall wird die Kamera in beiden LKWs auf den Tacho gerichtet sein, so dass man also sieht, und wir wollen eben die identische Runde fahren und dann einfach schauen, wie viel schneller ist jetzt der G291 am Berg im Vergleich zum G281, und vor allem halt auch, wo sind die Punkte, wo zieht der G291 dem G281 davon. Aber das werdet ihr dann alles im Video sehen. Ich richte jetzt die Maya ein mit meinen Kameras und alles, und dann fahren wir mal los. Die Beladung, wie gesagt, ansonsten alles identisch, gleiches Ladungsgewicht, beide LKWs vollgeladen. Und dann schauen wir doch einfach mal, wie es wird. Die Standheizung bei Maya läuft. Ich bin auch gerade am Einrichten vom LKW. Und da ist mir noch was aufgefallen. Der hat nämlich hier, schaut mal, den Kühlergrill. Also ich finde, das sieht eigentlich ganz cool aus mit diesen Applikationen hier. Doch irgendwie schick aus, oder? Also mir gefällt's. Vor allem in Verbindung mit Schwarz-Gelb. Irgendwie sieht es cool aus. Naja, machen wir mal weiter. Ach, und übrigens, noch was. Maya hat sogar eine Toilette hier unterm Beifahrersitz. Ist irgendwie von S&G wohl eingebaut worden in den LKW. Also kannst du hier den Beifahrersitz hochklappen. Oder ja, Beifahrersitz, ja, kann man schon so sagen. Und hier dann dein Geschäft verrichten. Also eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Ich meine, natürlich nicht für immer, also als richtiger vollwertiger Toilettenersatz, aber wenn es mal ja Not am Mann ist, sage ich mal so, ist doch eigentlich ganz geschickt. Könnte man doch durchaus auch so ab Werk als Option machen oder sowas. Apropos ab Werk, fällt mir noch ein. G291 ist noch 2 Jahre oder sowas Sonderausstattung. Also wenn jetzt jemand hier in den Kommentaren oder Zuschauern gerade im Bestellprozess von einem Actros ist, G291 ist Sonderausstattung. Ansonsten bekommt ihr hier das G281. So, ich richte Maya weiter ein. War jetzt genug geschwätzt. Jetzt hoffe ich, dass es langsam warm wird in der Biene, weil es ist nämlich arschkalt. Also es hat heute 3 Grad oder sowas. Eklig. Ihr wisst ja, dass es im Mercedes verschiedene Display-Ansichten gibt hier drüben. Also einmal die Classic-Ansicht und die Advanced-Ansicht. Und hier bei dem ist es jetzt so, beziehungsweise bei dem
1863 war es ja so, dass ich diese Ansicht nicht ändern konnte, wenn der Motor lief. Und hier geht es jetzt. Wenn ich ihn jetzt einfach mal anmache, da kann ich hier drüben einfach runtergehen auf Einstellungen. Dann seht ihr hier Anzeigestil Classic. Und jetzt drücke ich hier auf Advanced. Und zack. Und vor allem auch, schaut mal, wie schnell das sich umstellt. Also ich gucke mal, ob ich das jetzt irgendwie hinkriege, dass man beides sieht. Genau, hier einmal normaler Tacho. Jetzt drücke ich hier auf Classic. Schon umgestellt. Zack, zack, zack. Cool, oder? Richtig gute Sache. Man kann es einfach während der Fahrt jetzt wechseln und vor allem halt auch, wenn der Motor läuft. Jetzt geht's los Richtung Grünstadt. Ich meine, ich bin jetzt schon lange keinen normalen Actros mehr gefahren. Das letzte Mal war ja der 1863, das hatte ich ja schon erwähnt im Video. Ich finde aber, der hört sich doch irgendwie ganz gut an. Also ich finde, er hat so einen netten Turbolader-Sound. Aber es ist natürlich für mich als Scania V8 660 PS Fahrer, es ist jetzt natürlich sowieso ungewohnt, mit so einem normal motorisierten LKW zu fahren. Das bin ich ja gar nicht mehr gewöhnt. Auf dem Autohof hier war ich tatsächlich noch nie. Ich meine, ich bin ja schon öfter mal rumgefahren, aber auf den Autohof raus hier kenne ich nicht. Das ist eine ganz neue Welt hier für mich. Ja, wir haben uns jetzt vom Autohof begeben, wieder auf die Autobahn. Jetzt haben wir aber Position gewechselt. Biene Maya mit mir ist jetzt hinten dran. Wir haben gerade so eine kleine Testrunde, Aufzeichnungsrunde gemacht. Die Auswertung davon ist nämlich ganz interessant. Das seht ihr nachher. Jetzt geht es so ein bisschen darum, also wie gesagt, vorne ist jetzt G291, ich G281. Einfach mal zu gucken, wie sich das Ganze so verhält. Denn da vorne kommen jetzt ein paar knackige Anstiege hier. Und dann gucken wir einfach mal. Ja, es ist halt hier alles ein bisschen abenteuerlich. Ihr seht schon Wilder Westen auf der Autobahn. Aber das kriegen wir schon hin. Ja, ihr seht aber vorne, er beschleunigt deutlich besser als ich jetzt. Also sind einfach die Schaltvorgänge. Das ist das Getriebe einfach schneller als wir, obwohl die identischer Motor, identische Beladung. Aber spannend wird es jetzt natürlich vor allem da vorne, wenn es dann hochgeht. Ja, aber man kann jetzt natürlich mit PKWs und so vorne dran immer ein bisschen schwer planen. Aber jetzt mal gucken, was passiert. Ihr dürft auch nicht vergessen, ich habe ja eine kürzere Achsübersetzung. Das heißt, in der Theorie müsste ich ja deutlich schneller sein. Oder zumindest nicht deutlich schneller, aber schneller als der G291, weil hier ist die Achse ja länger übersetzt. Und man hat ja immer gedacht, ja, lange Achse, dann bist du langsam am Berg, aber ihr seht, gut, ich war halt unterm Fuß jetzt einen Ticken schneller. Deswegen. Wobei, ja, jetzt hat sich schon angeglichen. 73, 73, 74, 75. Tja, mal gucken. Jetzt komme ich doch wieder näher dran. Aber wie gesagt, das ist halt einfach durch die kürzere Achse, die ich habe ich natürlich am Berg ein bisschen einen Vorteil. Aber vorhin auf unserer Runde war es eben so,
dass ich zwar an den Anstieg selber schon mithalten konnte, aber wo ich halt dann die Zeit verloren habe, war an der Kuppe sozusagen oben. Na, gucken, ob das jetzt wieder so ist. Ich muss auch jetzt noch ein bisschen arg dicht auffahren. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es wieder so ist, dass ich nämlich hier oben dann die Geschwindigkeit verloren habe, beziehungsweise dass er mir dann mit dem neuen Getriebe einfach weggefahren ist. Ja, genau, das passiert jetzt nämlich auch wieder. Der Abstand wird größer, schon 2 km/h mehr, 3 km/h mehr. So, jetzt sind es schon 4 km/h, 5 km/h. So, ihr seht einfach, oben am Berg ist halt durch diese schnelleren Schaltzeiten, ich werde es ja gleich selber erfahren, da nimmt er mir einfach die Geschwindigkeit an, beziehungsweise der ist dann einfach schneller als ich. Jetzt habt ihr gerade gemerkt, ich gebe kein Gas, ich fahre alles mit dem Tempomat. Aber er hat jetzt beschleunigt, weil er weiß, da vorne geht es wieder hoch. Mit dem PPC-Programm. Und man sieht auch schön, dass hier auf der Anzeige, dass vorne der LKW mit dem G92 echt identisch fährt. Also die Geschwindigkeiten sind genau gleich. Aber ich habe natürlich an den Anstiegen, wie gesagt, durch diese kürzere Übersetzung einfach einen Ticken den Vorteil. Ja, und jetzt ist wieder der Klassiker, oben an der Kuppe gewinnt er einfach die Geschwindigkeit. 4 km/h schneller, 5 km/h schneller, 6 km/h, gut, jetzt 5 km/h, 6 km/h schneller, 7 km/h schneller. Ja, jetzt hat er mich ganz schön abgezogen, obwohl ich in der Steigung selber tatsächlich eigentlich schneller war. Ja, und wieder das gleiche Spiel. In den Steigungen selber war ich jetzt wieder einen Ticken schneller. Aber beim Rausbeschleunigen, da verliere ich es dann einfach. Erstaunlicherweise war es auf der Runde vorhin, die wir gefahren sind, nicht so extrem. Da ist er mir nicht ganz so weggefahren. Aber das ist halt immer, man kann das ja nicht identisch reproduzieren wegen dem ganzen Verkehr. Da müsste man ja die Autobahn für sperren, dass man das gescheit machen kann. Also jetzt mal 110 Meter waren es jetzt vor dem Berg. Mal gucken, wie es am Ende ist. Ah, doch, ein bisschen habe ich aufgeholt. Knapp 10 Meter. Jetzt, wo es wieder runter geht. Aber ihr seht ja, es wirklich in den Steigungen bin ich schneller. Aber am Ende der Steigung ist die Zeit weg. Und jetzt sind wir schon wieder bei, ja, jetzt sind es 106 Meter. Also, sagen wir, einigen wir uns auf 5 Meter habe ich verloren. Ja, jetzt hat er mich richtig abgehängt. Über 150 Meter, obwohl ich identisch fahre. Und es sind ja die gleichen Motoren, also er hat ja nicht mehr PS wie ich, es ist einfach nur das Getriebe, was da so einen Unterschied macht, ist schon erstaunlich. Bin wirklich gespannt, wenn ich jetzt gleich selber mit dem fahre.
Als wir vorhin die Messfahrt gemacht haben, wie gesagt, da war ich irgendwie, konnte ich da besser dranbleiben. Ich weiß nicht, was jetzt anders ist. Vielleicht läuft es einfach besser oder so, weniger ausgebremst, keine Ahnung. Auf jeden Fall war da der Unterschied nicht so krass, wie er jetzt ist, aber ist ja schön, dass man es auch mal sieht. Und wie gesagt, ich kann euch nachher noch eine Tabelle zeigen und sowas mit der Auswertung. Dann sieht man auch, was man jetzt hier auf Video sieht, eben auch dokumentiert in, ja, wie soll ich sagen, Excel-Form. Zurück am Ausgangspunkt. Wir fahren jetzt wieder auf den Autohof, dann tausche ich einmal, gebe ich Biene Maya ab und schwinge mich in den mit dem 291er Getriebe. Und ja, es war jetzt wirklich mal zu sehen, interessant zu sehen, dass zwei Fahrzeuge, die im Prinzip ja identisch sind, doch so unterschiedlich fahren. Und da sieht man auch mal, was man bei der Achse, bzw. bei der Achsübersetzung noch alles rausholen kann an Geschwindigkeit am Berg. Man muss halt da immer einen Kompromiss finden zwischen Leistung und Verbrauch, weil natürlich könnte ich den LKW auch elendig kurz übersetzen. Dann fahre ich jeden Berg mit 90 hoch, so im Prinzip. Aber verbrauche halt ohne Ende Diesel, wenn ich dann in der Ebene fahre. Und das ist halt immer die Herausforderung, dann da eben das so abzustimmen, dass es halt gut passt. Und wenn man natürlich wie in dem Fall eine längere Gesamtübersetzung haben kann, aber trotzdem am Berg keine Leistung verliert, es ist halt wirklich eine super Kombination. Wie gesagt, ich werde dazu noch nachher am Ende vom Video was sagen, mit Daten, Fakten und sowas, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, was ich hier gerade meine. Aber man merkt ja auch beim Fahren, ihr habt es ja gesehen, dass einfach der LKW zwar vielleicht in den Steigungen selber ein Ticken langsamer ist, weil ich halt hier die kürzere Achse habe, aber dann beim Rausbeschleunigen am Ende vom Berg holt er sich einfach die Geschwindigkeit, wo ich halt ja einfach Geschwindigkeit dann verliere. Aber wie gesagt, ich schwinge mich jetzt in den anderen Mercedes und dann fahren wir die Runde nochmal. Ich habe ja ganz am Anfang vom Video erwähnt, dass man hier ein bisschen größere Getriebespreizung hat bei dem G291. Hier ist es nicht so, beziehungsweise hier ist es halt noch, ist diese Verbesserung nicht da. Und jetzt simuliere ich einfach mal so ein normales Rangieren. Also ihr kennt es ja, man muss so ein bisschen am Gas spielen und hier geht es leider auch ein bisschen hoch. Und ihr habt jetzt gerade gesehen, wie er sich schon, weil ich ein bisschen hastig war am Gas, wie er da angefangen hat so rumzuwackeln. Und das soll eben bei dem anderen Getriebe nicht mehr so sein. Habe ich jetzt gedacht, ich simuliere das einfach mal und gucke einfach mal. Wie gesagt, gleich seht ihr das Rangieren mit dem anderen Getriebe, mit dem neuen Getriebe. Und vergleiche es einfach mal, ob mir dann auch so direkt was auffällt. Weil ihr seht ja, es ist alles ein bisschen wackelig. Aber ich meine, so rangiert man nun mal, wenn man eben sich nicht sicher ist, ob man durchkommt oder nicht. Und dann geht es halt auch noch hoch und schwer beladen und um die Kurve. Und ja, wie gesagt, ihr seht ja, dass das alles hier so ein bisschen wackelt und sowas. Und da bin ich jetzt auch gespannt gleich, wenn wir mit dem 291er das gleiche machen, wie das Ganze dann aussieht. Worauf ich jetzt gerade noch hingewiesen wurde, ist der Kriechmodus. Den kann man hier im Display aktivieren. Ich habe den eigentlich immer angehabt, aber ich dachte, es funktioniert nur beim Vorwärtsfahren, aber es geht auch beim Rückwärtsfahren. Jetzt mache ich nämlich einfach den Rückwärtsgang rein und drücke dann einmal aufs Gas. So. Und jetzt ist er nämlich aktiviert. Also ich gebe kein Gas, der Fuß ist weg vom Pedal und ihr seht, er fährt einfach zurück. Eben mit einer gewissen Geschwindigkeit. Oder dass man halt jetzt, was ich eben provoziert habe, dass man halt selber aufs Gaspedal drückt und sowas. Aber so ist es natürlich deutlich angenehmer, weil er jetzt einfach mit einer festen Geschwindigkeit mit 3 km/h rückwärts fährt. Und wie gesagt, ich dachte, der Kriechmodus ist nur zum Vorwärtsfahren. Aber er hat im Praxisalltag dann doch auch seinen Zweck. Wie man jetzt eben sieht, dass ich halt nicht aufs Gas drücken muss und er halt das alles hier jetzt selber regelt. Das funktioniert eben bei dem G291 auch, aber soll noch mal besser sein als hier. Ich bin jetzt fertig mit Biene Maya und schwinge rüber in den G291 Actros. Und dann machen wir das gleiche nochmal. Beziehungsweise, ich probiere das jetzt gleich mal mit dem Rangieren aus, ob ich da schon was merke, einen Unterschied. Ich sitze im G291 und mache das gleiche wie gerade im G281. Also einmal hier noch in den... Der Kriechmodus ist ja bestimmt aktiv. Oh ja, doch man merkt es deutlich besser. Lässt sich auf jeden Fall schöner rangieren. Also es ist irgendwie viel feinfühliger, finde ich. Also man kann so richtig schön... Schau mal, wie langsam ich rückwärts fahren kann. So, wenn ich jetzt den Kriechmodus reinmache. Genau. Also ich finde also es lässt sich viel genauer rangieren als mit dem anderen. Mit dem anderen hat er immer gleich so einen Satz gemacht, beziehungsweise man musste halt so Gas geben, loslassen, und hier finde ich, kannst du halt wirklich, ich meine, ich bin jetzt auch wieder verschränkt, rückwärts, links und es geht
hoch und man sieht richtig schön, wie man den hier dosieren kann und auch richtig langsam rückwärts fahren kann. Ja doch, also ich hätte nicht gedacht, dass es so ein deutlicher Unterschied ist. Aber doch, man merkt es auf jeden Fall. Ich weiß halt nicht, ist halt schwierig, das auf der Kamera rüberzubringen. Ich probiere es jetzt nochmal, das zu zeigen. Ich meine, ich gebe wirklich nur ein bisschen Gas und ihr seht, guck mal, wie feinfühlig der hier das annimmt und wie langsam ich hier rückwärts rangieren kann. Also es ist echt kein Vergleich, wenn man überlegt. Ich weiß noch, im Actros MP2, das Getriebe beim Rückwärtsfahren, da ist man immer so gehoppelt, wie so ein Häschen. Weiß ich, Legenden, ja, die schon lange im Geschäft sind, die kennen das wahrscheinlich noch. Und wenn man das vergleicht mit dem Getriebe hier, also das kriegst du ja fast mit dem Kupplungspedal nicht hin, so gut rückwärts zu fahren. Schau mal, wie feinfühlig das ist. Also richtig gut. Richtig gut. Ich habe jetzt extra nochmal meine Kamera geschnappt hier und bin nochmal in den G281 eingestiegen. Ich habe jetzt praktisch den direkten Vergleich von dem 291 zu dem 281 und jetzt kann ich euch auch den Unterschied zeigen. Deswegen machen wir das gleiche jetzt nochmal. Versuch Nummer 3 hier. Aber es ist wirklich, also bei dem G291, da drückst du so ein bisschen aufs Gaspedal beim Rückwärtsfahren und er rollt halt direkt zurück. Und mit dem hier ist es so, ich hoffe, ich kann es irgendwie einfach. Also ich drücke jetzt ein bisschen aufs Gas und ihr seht, wie der eintaucht. Sieht man das, wie er eintaucht? Und jetzt hat er also ich gebe wirklich gleich viel Gas wie beim 291. Aber das hier, der 291, der war so richtig schön feinfühlig. Ich meine, das hier funktioniert auch, aber man muss mit dem Gas doch ein bisschen vorsichtiger sein. Und ich fand irgendwie gerade auf den ersten 2-3 Zentimeter vom Gaspedal sozusagen, da war das hier in dem 291 deutlich angenehmer. Also feinfühliger halt, einfach nochmal feinfühliger als das Getriebe hier. Funktioniert hier auch okay, ja, aber das hier ist einfach nochmal einen Ticken besser. So, jetzt genug dazu. Jetzt ab in den 291 und dann wieder rauf auf die Autobahn. Ich sitze mittlerweile im G291, nachdem ich rangiert habe, habt ihr jetzt ja gerade gesehen, kommt die Vergleichsfahrt. Wir sind allerdings noch ein bisschen weiter zurückgefahren, bis nach Frankenthal. Das habe ich nämlich vorhin beim Hinfahren versucht aufzunehmen, aber da wurden wir leider ausgebremst. Deswegen das Ganze jetzt nochmal, aber in vertauschter Rolle. Also ich nicht in Biene Maya, sondern im G291. Und dann mal gucken, wie das Ganze sich jetzt entwickelt. Ich meine, ein bisschen hatte ich es ja schon in der vorigen Fahrt gesagt, dass du halt hier einfach durch diese längere Achse oder die längere Übersetzung am Anstieg selber halt ein bisschen Nachteil hast. Aber ich finde, so rein vom Fahren her fühlt es sich hier alles dynamischer an als bei dem anderen Getriebe. Und vor allem jetzt, ihr seht jetzt hier auf der Autobahn, was mir schon direkt auffällt, du hast halt was heißt viel weniger Drehzahl, aber du hast halt weniger Drehzahl. Er läuft jetzt hier 85 mit so ein bisschen mehr wie 1000 Umdrehungen, vielleicht 1020 oder sowas. Der andere lief ja 85 mit 1080 Umdrehungen, also ist natürlich in der Kabine ein bisschen leiser. Und jetzt könnte man ja meinen, okay, wenn ich mit 1000 Umdrehungen in den Berg fahre, ja, dann funktioniert ja gar nichts. Aber der hat ja alles, die Anstiege drin. Und das werdet ihr auch gleich sehen. Er schaltet dann halt vor dem Anstieg schon zurück in die 11 und geht dann mit voller Leistung in den Berg und beschleunigt im Zweifelsfall sogar noch vor dem Anstieg. Aber wie gesagt, da geht es jetzt gleich da hinten hoch. Dann wollen wir mal gucken, ob wir Biene Maya platt machen oder nicht. Also jetzt habt ihr gesehen, 85 und er weiß jetzt, da vorne geht es hoch. Er ist jetzt in die 11, ich mache nichts, er gibt Gas, dass er halt mit mehr Geschwindigkeit in den Anstieg reinkommt. Und wir sind auch knapp, ja, jetzt noch 2 km/h schneller als Biene Maya. Kommen auch immer näher ran, noch 54 Meter weg. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob er noch einmal runterschaltet oder ob er den Gang jetzt drin lässt.
Ja, und ihr seht, ich komme auf jeden Fall an ihn ran. Und das, obwohl er ja die kürzere Achse hat. Es reicht natürlich, wäre ich jetzt dichter aufgefahren am Anstieg, dann hätte es vielleicht sogar gereicht, ihn zu überholen. Aber ja, es geht ja einfach hier zum Demonstrieren und das, denke ich, hat man doch jetzt gesehen, dass ich trotz langer Achse eben keinen Nachteil habe. Und zurück auf der Teststrecke, die wir jetzt heute zum 4. Mal fahren. Ja, aber ich glaube, diesmal ist echt wieder das Problem mit dem Verkehr. Ja, guckt euch das mal an. Trotz längerer Achse schneller. Ich habe hier mit dem Getriebe auch einen kleinen Vorteil in der Beschleunigung. Das wollen wir jetzt mal ein bisschen demonstrieren, denn hier ab dem Beschleunigungsstreifen geben wir praktisch beide Vollgas. Aber ich kann doch nicht mithalten. Wobei ich komischerweise auf dem Runterweg, aber das wird man aber vermutlich auch nachher in der Auswertung sehen, tatsächlich schneller bin als auf dem Hinweg. Also irgendwie muss das auch mit der Topografie zusammenhängen oder so. Keine Ahnung, werde ich nachher in der Tabelle zeigen können in dieser Auswertung. Auf jeden Fall, ihr seht, jetzt bin ich schon wieder hier deutlich flotter unterwegs. Und wir haben ja auch in der letzten Aufnahme, war ja am Ende, es geht zwar 91 irgendwie 150 Kilometer, 150 Meter vor mir. Das heißt, eigentlich müsste ich das jetzt schaffen, hier vorbeiziehen zu können irgendwann mal. Wenn ihr seht, ich komme immer näher, ich komme näher, näher, näher. Jetzt habe ich sogar so viel Geschwindigkeitsüberschuss, dass ich hier auch vorbeikomme. Ja, und da seht ihr jetzt trotz längerer Achse bin ich jetzt sogar schneller. Bin ich jetzt sogar schneller als der G281. Aber es ist irgendwie wie verhext, weil auf dem Rückweg hier ist es immer so deutlich schneller als auf dem Hinweg. Ja, und Biene Meier ist schon ganz klar im Spiegel, also wirklich sehr weit weg. Praktisch genau das, was wir vorhin hatten, aber also für mich ist es halt immer noch erstaunlich, dass das so, obwohl es ja im Prinzip die gleiche Strecke ist, dass du auf dem Hinweg praktisch mehr oder weniger gleich schnell bist und auf dem Rückweg aber dann doch schneller. Und wie viel schneller, wie gesagt, das ist alles schon ausgewertet in der Tabelle. So müsste man ja ein bisschen meinen Spiegel sehen, also die Mirror Cam eben, den Display. Ganz da hinten, da fährt die Biene Meier. Also es ist wirklich wie vorhin in der Fahrt, als ich praktisch den anderen LKW hatte, dass man einfach hier, also es sind genau die 150 Meter, die ich vorhin eben auch vorne war dann sozusagen, beziehungsweise halt hinten war. Schon interessant. Zurück am Maxi Autohof mit Biene Meier und dem 291, für den ich noch keinen so tollen Spitznamen habe wie hier für Biene Meier. Jetzt bin ich ja mit beiden Getrieben gefahren
Und man hat ja schon im Video die Unterschiede gemerkt zwischen beiden, aber wir haben ja auch alles aufgezeichnet und ein Messprotokoll angefertigt und sowas. Das werde ich euch jetzt zeigen, das ist nämlich hier auf dem Laptop. Und es ist ganz interessant zu sehen, weil man sieht eigentlich ziemlich genau das, was man auch im Video sieht. Was zur Hölle geht jetzt hier ab, Alter? Mein Handy redet mit mir und es ist nichts offen. Ich habe Angst. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Das sieht man jetzt hier nochmal. Also ihr seht, I-Achse ist praktisch die Achsübersetzung 2,4 und hier 2,278. Das resultiert eben daraus in einer niedrigen Drehzahl im 12. Gang von 1100 Umdrehungen mit der kurzen Achse und nur 1044 Umdrehungen mit der langen Achse. Hat man ja auch im Video gesehen, dass die Drehzahl einfach eben niedriger ist bei der G291. Durch die niedrigere Drehzahl habt ihr aber im 12. Gang Leistung bei Geschwindigkeit 85 km/h, nur 273 kW, wohingegen ihr beim 1848 mit der kurzen Übersetzung 289 kW habt. Das hat man ja auch am Berg gesehen, dass er in den Steigungen, dass da die Biene Maya, schneller war als der G291. Und das ist eben genau das. Das kommt dann durch die niedrigere Enddrehzahl im 12. Gang, habt ihr einfach dann im 12. Gang auch weniger Leistung. Wem die Achsübersetzungstabelle schon zu kompliziert war, der ist vielleicht mit dieser Tabelle auf den ersten Blick überfordert, aber ich werde das euch alles ein bisschen erläutern. Also als erstes Mal seht ihr hier oben das Fahrprofil von Grünstadt nach Enkenbach. Das ist praktisch die Fahrt hoch. Wir haben 39 Tonnen Gesamtgewicht. Hier seht ihr alle gemessenen Geschwindigkeiten. Die Messungen haben wir vor der Videofahrt aufgezeichnet. Und ihr seht auch, in welchem Gang man jeweils am jeweiligen Messpunkt unterwegs war. Das ist das hier. Und ich hatte ja gerade gesagt, dass ich mit der langen Übersetzung hier auch weniger Leistung habe. Und obwohl ich weniger Leistung habe mit der langen Achse, habe ich hier in der Auswertung keine Zeit verloren. Auf dem Hinweg. Hier noch eine kleine Meldung aus dem Off. Denn die Leute von Mercedes haben sich nochmal an die Tabelle gesetzt und haben den ersten Teil der Messung rausgerechnet auf dem Weg nach Enkenbach. Das ist das, was hier grau hinterlegt ist in der Tabelle, oben links. Weil, ja eben, es steht ja drunter Behinderung, Verkehrsfluss durch Baustelle, langsamer Pkw und sowas bei der Messung. Und wenn man eben oben diesen ausgegrauten Bereich, weil ihr seht auch auf dem Profil, es sind beide LKWs ausgebremst worden. Wenn man das rausrechnet, dann hat man nicht nur 0 Sekunden Ersparnis, sondern dann war der 2024er Antriebsstrang, also das G291, sogar 8 Sekunden schneller und nicht nur 0 Sekunden, wie es jetzt in der vorherigen Tabelle ist. Das heißt, insgesamt auf der ganzen Strecke, auf 30 Kilometer, spart man sich 20 Sekunden Zeit. Hört sich jetzt zwar nicht so viel an, aber das ist halt genau das, was man dann eben auch im Video gemerkt hat, dass da einfach der andere halt einem so davon gefahren ist. Diese 150, 160 Meter, die er dann weg war. Falls ihr euch fragt, warum das hier ausgegraut ist, ja, das war die erste Messfahrt. Da hatten wir hier ziemlich Verkehr und ihr seht, beide LKWs sind runtergegangen. Also der dunkelblaue ist die Biene Maya und der hellblaue ist der G291. Und ihr seht am Anfang, bei der ersten Messung bin ich langsamer rein und dann haben sich die Geschwindigkeiten angeglichen. Oder ich war sogar hier schneller und ich war hier schneller und ich war hier auch schneller. Ja, im Endeffekt war es am Ende dann genau ausgeglichen. Aber und jetzt kommt's, das hat man ja auch im Video gesehen, dass ich hier auf dem Hinweg praktisch die Biene Maya mir so ein Stück weit davon gefahren ist, aber ich immer dranbleiben konnte und wir eigentlich, ja auch was man im Video gesehen hat, gleich schnell waren. Jetzt kommen wir aber zum Rückweg. Und der Rückweg war ja immer das Interessante, weil da ja auch auf dem Video ich der Biene Maya weggefahren bin auf dem Video. Und das hat man nämlich auch hier in der Auswertung gesehen. 12 Sekunden war ich insgesamt schneller mit der langen Achse. Also das ist schon erstaunlich, weil man ja eigentlich davon ausgehen könnte, mit der langen Achse bin ich langsamer. Aber nein, das Gegenteil ist der Fall. Ich war, wie gesagt, 12 Sekunden schneller auf 16,5 Kilometern. Natürlich 12 Sekunden wäre in der Formel 1 natürlich eine ganze Welt, in der Transportwelt 12 Sekunden ist jetzt nicht so wichtig, aber das summiert sich halt natürlich auf. Und man sieht auch hier ganz schön, das war nämlich hier der Überholvorgang, den man auch im Video gesehen hat, dass ich hier einfach durchweg oder fast durchweg schneller war. Da wo keine dunkelblaue Linie zu sehen ist, waren wir genau gleich schnell und dann hier zum Ende raus war ich auch wieder schneller als die Biene Maya.
Von der Laptop-Auswertung der Fahrleistungen oder der Fahrwerte, das habe ich ja noch nie gemacht, glaube ich, auf dem Kanal. Das war echt richtig cool. Müsste ich in Zukunft öfter mal machen. Oder zumindest bei mir zu Hause so eine eigene Teststrecke etablieren und dann immer mit Messpunkten und sowas alles dokumentieren, dass man so richtig schön vergleichen kann. Das ist echt richtig cool, das merke ich mir auf jeden Fall. Der Unterschied von Biene Maya G281 zu 291 ist auf jeden Fall spürbar, aber er ist jetzt nicht der technologische Riesensprung. Also es ist auf jeden Fall ein Upgrade. Ich meine, ihr habt gesehen, man kann viel schöner rangieren. Man ist am Berg mindestens genauso schnell, wenn nicht sogar schneller, obwohl man die längere Achse hat, also mit weniger Kraftstoffverbrauch und leiser im Innenraum beim normalen Dahingleiten auf der Autobahn. Und ich persönlich, ich finde es ja immer cool, wenn der Motor mit so wenig Drehzahl läuft. Und wenn man dann natürlich noch, obwohl der Motor mit weniger Drehzahl läuft, am Berg genauso schnell ist oder genauso zumindest keine Zeit verliert im Vergleich zur kürzeren Achse, ja, ist das ja eigentlich eine Win-Win-Situation. Ansonsten hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat, dass ihr was mitnehmen konntet, dass es interessant war zum Anschauen. Ich fand es mega cool, vor allem, wie gesagt, mit dieser Auswertung am Laptop, das hat mir wirklich gut gefallen. Ja, ihr wisst ja, ein Däumchen, ein Träumchen. Macht's gut, haut rein, tschüss, ade und ciao hier bei Diesel TV. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Ja, weiß nicht, was da alles kommt. Wieder aus meinem Scania auf jeden Fall. Bis dahin, macht's gut, tschüss, ade und ciao.